Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Sarah Raya. Sie sind wieder da bei einer neuen Folge von Black Hawk Talk. Und Babys, ich freue mich übertrieben, dass ihr da seid. Wir haben heute ein mieses Thema. Ist richtig nice. Sind krasse Menschen wieder da. Aber ist euch aufgefallen, ich bin so gerade geswitcht in meiner Sprache. Würde das eigentlich verändern, wie ihr oder wie andere vielleicht mit mir umgehen würden? Ich glaube ja. Ich weiß, was die anderen Leute an meinem Tisch denken. Aber deswegen wollen wir heute über dieses Thema sprechen. Sehe ich richtig aus? Spreche ich richtig? Und dafür, Habibis, meine wunderkrassen Gäste, bewegt einmal da oben in die Kamera. Hallo, Show, wie geht's? Ich freue mich mega, dass ihr da seid. Gebt mir eure Chaigläser. Ich werde euch direkt eine Frage stellen, damit Leute euch kennenlernen können. Und übrigens, man weiß nicht, was bei Maya passiert ist, aber sie kann kein Schwarztee trinken. Deswegen, Kila, du hast ein extra Tee für Dings. Guck mal, ich darf eigentlich nicht sagen, aber Kila hat Dings ein Jahr lang Untertitelredaktion gemacht. Die Frau. Oh! Ja, ich fange direkt mit dir an, Sabuda. Und zwar arbeitest du mit dem Thema queer-feministische Körperpolitik. Was ist das eigentlich genau und warum ist dieses Thema wichtig? Genau. Ja, also queer an sich als Begriff wurde ja früher als Beschimpfung verwendet für Menschen, die lesbisch leben, schwul leben etc. Und ist dann so ab den 80er, 90er Jahren in die Wissenschaft übernommen worden von so Gender-Theoretikerinnen wie Judith Butler zum Beispiel, die sehr bekannt ist und bezeichnet eigentlich im Endeffekt sowohl eine sexuelle Identität, aber auch also meiner Meinung nach auch eine politische Haltung, die sich gegen die Stabilisierung beziehungsweise für die Dekonstruktion oder Infragestellung von Normen aller Art, die in der Gesellschaft unterdrückend wirken, einsetzt. Und dazu gehört zum Beispiel Heteronormativität, also dass davon ausgegangen wird, es gibt nur zwei Geschlechter, Frau und Mann, die müssen auch miteinander alles Mögliche machen. Häuser bauen, Babys, weiß ich nicht was. Darf ich tot? Tee trinken? Es war eines deiner Kunstprojekte, ich glaube, es war im vergangenen Jahr, heißt Ridda. Was heißt das eigentlich für dich? Oder beziehungsweise was hat dieses Kunstprojekt für dich bedeutet? Also Ridda ist arabisch und bedeutet so viel wie Genugtuung. Und je nachdem, in welchem Kontext du da diesen Begriff setzt, heißt das, dass du... Ich habe sogar ein Foto hier. Sag. Ich schwöre, dieses Service. Je nachdem, in welchem Kontext du diesen Begriff verwendest, heißt das entweder, du wirst dir selbst gerecht oder anderen Leuten oder Gott oder Gesellschaft. Und ich habe mir irgendwann im Laufe meines Studiums die Frage gestellt, trage ich das Kopftuch für mich selber oder für andere Leute? Weil ich studiere Bildende Kunst auf Lehramt. Und ich werde gerade damit konfrontiert, dass... Vielleicht wussten sie es ja nicht, das Kopftuch können sie auch später an der Schule nicht tragen, weil Gefährdung des Schulklimas etc. etc. Lol. Ja, witzig. Und da habe ich mir die Frage gestellt, trage ich das Kopftuch jetzt für mich? Oder wer bist du, dass du dich jetzt in diese Diskussion jetzt hier so einmischst? Und weil ich weiß, ich bin mit dieser Sache nicht alleine, dass sehr viele, die sowohl Lehramt studieren als auch Bäckerei-Fachverkäuferin sein wollen oder meinetwegen Bundeskanzlerin oder Hausfrau, dass sehr viele sich mit diesem Thema Kopftuch beschäftigen müssen und sich den Blicken ihrer Nachbarn oder Arbeitgeber beugen sollen. Und deshalb habe ich dann halt diese Funktion des Kopftuchs, dieses Primäre, ich bedecke etwas, ich habe die Kontrolle darüber, habe ich weggenommen. Und aus dem Kopftuch wurde dann etwas Durchsichtiges, etwas, was nicht mehr funktioniert, etwas, worüber ich keine Kontrolle mehr habe. Und dadurch sind dann diese durchsichtigen, nicht funktionierenden verschiedenen Hijabi-Motive entstanden. Verstehe. Nächste Frage an dich, Emilen. Du gibst ja schon seit 5 Jahren Workshops zum Thema Hair Politics und hast auch Afrohaar-Workshops. Ja. Was ist Hair Politics und warum braucht es Workshops für Afrohaare? Genau, wir leben ja in einer Gesellschaft, wo westliche Schönheitsideale sehr, sehr präsent sind, beziehungsweise ja auch unser gesellschaftliches Verstehen irgendwie auch mitprägen. Und das kann halt nur sein, also diese westliche Schönheitsideale können halt nur existieren, weil es eben andere Körper in der Gesellschaft gibt, die eben anders markiert werden und die dann halt in der Gesellschaft halt nicht, also außerhalb der Mitte positioniert werden. Und schwarze Menschen mit Afrohaar oder schwarzem Haar sind halt genau von diesen Prozessen irgendwie auch betroffen. Und werden halt dadurch nicht nur anders markiert, sondern halt auch einfach außerhalb von Schönheitsidealen positioniert. Und ich glaub, ja, da werden wir auch in den Diskussionen auf jeden Fall nochmal viel tiefer drauf eingehen können. Genau, ja. Bei dir, Maya, du gibst Workshops zum Thema How to be an Ally. Warum ist es eigentlich wichtig, Ally zu sein und was ist das eigentlich überhaupt?
Ja, genau. Ich gehe zusammen mit Aparna, Shoutout auf jeden Fall. Sie ist auf jeden Fall korrekte Workshop-Partnerin. Genau, wir verstehen den Begriff so ein bisschen als Verbündete oder als Verbündete eintreten in verschiedenen Situationen. Und Ally sein lässt sich auf super viele Diskriminierungsformen übertragen. Also sowohl auf Rassismus, aber auch, wie du jetzt meintest, so auf queer-feministische Themen, aber halt auch auf verschiedene Religionen. Also Leute, die nicht betroffen sind von einer bestimmten Diskriminierung, wie diese Person, anderen Leuten, die beispielsweise rassifiziert sind oder aufgrund von irgendwelchen Gender- oder anderen Identitäten diskriminiert sind, wie man da halt einfach als Verbündeter auftreten kann. Und da halt irgendwie so zu schauen, macht es in jeder Situation Sinn? Lenkt das jetzt den Fokus zu sehr auf die betroffene Person? Oder wieso mache ich das jetzt in dieser Situation überhaupt? Will ich mich jetzt gerade als die gute Person darstellen? Oder ist mir die Betroffene irgendwie gerade so das Wohlbefinden von der Person irgendwie im Fokus? Und genau, geben das in verschiedenen Kontexten und ja. Eine Frage in die Runde, wirklich antwortet mit Ja und Nein. Findet ihr, dass das äußerliche Auftreten, abhängig davon, wie ich mich gebe auf der Straße oder im öffentlichen Raum, in der Uni oder auf Arbeit, beeinflusst, wie Leute mit mir umgehen? Absolut. Bei den allen ist so obviously. Würdet ihr sagen, ja? Ja. Dann die Frage, wann habt ihr das erste Mal gemerkt? Also ich würde spontan sagen, als ich 4, 5 Jahre, erste Klasse, wie alt ist man da? 6 Jahre alt war. Und im Bus auf dem Weg zur Schule von einem weißen Jungen gleichen Alters also lächerlich gemacht wurde und so als Scheiße bezeichnet wurde und so. Ne? Also ich glaube, das war so die erste Erinnerung. Und da fing das eigentlich an. Und ich würde sagen, ja, vor allem in Deutschland. Also im Sinne von Rassismus gibt es auf jeden Fall überall, aber ich glaube so gerade dieses andersartige, fremdartige, Fremdaussehen, fällt mir immer wieder auf, wenn ich so international unterwegs bin, dass es einfach so heftig monokulturell ist hier. Und dass jede kleine, also irgendwelche weißen Hippies können mit diesen Dreadlocks. Genau, Dreadlocks und auch Bindis und allem rumlaufen oder Sardis oder was auch immer. Also habe ich auch öfter in Clubs in Berlin erlebt, dass die dann zu irgendwelchen Oriental-Partys und so aufgedresst kommen. Und wenn unsere Tanten, Mütter, wenn ich selber so rumlaufe, dann bin ich natürlich gleich so fresh off the boat. Oder werde sowieso nicht ernst genommen. Aber dann noch mehr so dieses, die kommt aus einer ganz anderen Welt, so, ne? Und ich glaube, das ist schon was, also aus meiner Sicht ist das schon was sehr, sehr stark ausgeprägtes in Deutschland. Ja, würde ich auf jeden Fall auch sagen. Also so meine ersten Erinnerungen sind auch so Kindergarten, Grundschulerinnerungen, auch in Bezug auf das N-Wort auch. Aber dann halt auch nochmal eine andere Phase ist halt auch so für mich prägend auch so die Pubertät gewesen, ne? Und dann war halt immer schon auch so die Kurvige in der Klasse und da wurden auch immer sehr stark irgendwie Bilder auf mich projiziert, wo ich auch gemerkt habe, so das hat auch sehr lange sehr viel mit meiner eigenen Wahrnehmung gemacht und auch mit meinem Körpergefühl und wie ich mich selbst auch in bestimmten Räumen bewegt habe oder eben halt auch nicht. Genau, und dann irgendwie dann nochmal, als ich dann vor so 8 Jahren dann entschieden habe, meine Haare natürlich zu tragen, war es dann auch nochmal irgendwie so ähnliche Prozesse oder Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich finde es so total krass, was du gerade meintest, ne? Mit der Fremdwahrnehmung, was es mit deiner Eigenwahrnehmung gemacht hat, von wegen, dass wir auch irgendwann den Sachen glauben, die uns irgendwie gezeigt werden. Und das ist halt super krass, das wieder zu entlernen. Ja. An euch zum Beispiel eine Frage. Ich weiß, euch ist es auch passiert, also in solchen ist es ist ganz klar. Frage ist nur, habt ihr euch schon mal für ein Kleidungsstück oder gegen ein Kleidungsstück entschieden oder für eine bestimmte Ausdrucksweise oder gegen eine Ausdrucksweise, um quasi so einer Situation zu entgehen? Willst du anfangen, oder? Danke. Jedes Mal, wenn das Telefon klingelt, dann hat man so automatisch diese deutsche Telefonistinnenstimme. Ja, genau. Mit der man auf jeden Fall so den Namen etwas leiser sagt und versucht immer, also niemanden auf den Schlips zu treten. Ja, genau. Kannst du mal vormachen? Ich habe das eigentlich gerade probiert, aber okay. Nein, aber mit deinem Namen will ich hören. Hallo, ich heiße
Isra Abdu. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, hier ist Frau Isra Abdu. Ich hätte mal eine kleine Frage bezüglich Ihres Tarifsangebots bei Aldi. Und dann und dann ist das halt immer so ganz seltsam. Und meinen Geschwistern ist das halt aufgefallen, dass ich gehe telefonieren, heißt jetzt nicht, seid alle leise, sondern so, ich schlüpfe jetzt in eine andere Rolle. Ich hole jetzt so die innere Weiße raus. Nicht, weil ich jetzt weiß sein möchte, sondern einfach nur, weil ich so wenig Konfrontation am Telefon haben möchte, wie es geht. Ich musste früher Telefonate für meine Eltern machen, genauso wie wahrscheinlich die meisten anderen auch, die in meiner Generation mit Migrationshintergrund aufgewachsen sind. Und dann war das halt immer schon sehr unangenehm. Letztens hatte ich erst die Frage am Telefon, ja, warum geht denn Ihr Vater nicht selber ans Telefon ran? Ich so, wer bist du, dass du jetzt sowas fragst? Und dann musst du halt versuchen, so die nicht böse POC-Frau raushängen zu lassen, damit diese Person, die dir jetzt eigentlich eine Dienstleistung schuldet, sich jetzt auch gerecht verhält. Das ist dann eigentlich ein Unding. Also sowohl da als auch bei Bewerbungsgesprächen achte ich nicht darauf, okay, wie trage ich jetzt meinen Blazer richtig? Ist diese Hose professionell genug? Sondern einfach nur, wie trage ich jetzt meinen Hijab so, dass derjenige, bei dem ich jetzt vorspreche, jetzt nicht denkt, okay, die dreht jetzt direkt alles um, jetzt wird islamisiert. Ja. Das ist einfach eklig. Ich komme nicht und präsentiere mich als Isra, sondern ich komme und präsentiere mich als, ich bin die gut integrierte Frau mit Migrationshintergrund und ich habe irgendwie was mit Islam zu tun, aber ich bin hier, um wie ihr zu werden. Ich glaube, woran mich das erinnert, ist, dass ich schon mehrmals das Gefühl hatte, so dass ich manchmal eher Zugänge hatte in Räume, wo andere Schwestern mit Kopftuch nicht reinkommen konnten, einfach nur auf der Art und Weise, wie sie ihr Kopftuch gebunden haben. Weil mein Kopftuch so aussieht, wie es aussieht, ist es für mich manchmal einfacher, irgendwo reinzukommen. Und das ist so eklig, dieses Gefühl. Weil du bist ja nicht wie die anderen. Genau. Und dann so, oh, bei den anderen ist nicht so langweilig wie bei dir. Ich bin so, wie? Wie, du redest so? Maja, du hattest ja bestimmt auch schon mal so eine Situation. Und hast du dich schon mal angepasst und dich dann richtig scheiße gefühlt? Ich wollte noch ganz kurz zu dir, was du gesagt hast. Ich finde es voll spannend, wie du auch so deinen Namen gerade anders so ausgesprochen hast, auch so am Telefon. Ich bin auch immer so, dass ich meinen Nachnamen so anders ausspreche, um dann so möglichst den so zu obeyen irgendwie auch. Also ich sage immer, schönen guten Tag, Wujevic ist mein Name und jetzt verstehe ich. Einmal so geschluckt, so den ganzen Namen. Genau, obwohl das halt auch eine komplett falsche Aussprache ist, aber man ist so, okay, vielleicht macht sie dann so ein bisschen einfacher. Aber zu dem Ding, ich habe irgendwie auch über das Thema so ein bisschen nachgedacht und war so, meine Goldkette ist halt voll so ein Ding, was ich voll lange so abgelegt habe und so das Gefühl hatte, das ist jetzt zu Working Class und zu irgendwie so migrantisch, dass es irgendwie, also so vor lange so richtig schlecht konnotiert war. Und jetzt aber wieder, wir hatten eben auch so ein bisschen drüber geredet, hat jetzt so Jogginghosen und so ein bisschen dieser Straßenstyle irgendwie so voll hip sind und keiner wollte das früher sein, weil es scheiße, also ist halt jetzt immer noch darf ich das überhaupt sagen, scheiße? Oder? Klar, natürlich. Ich bin so darfst sagen, was du willst. Genau, so früher wollte irgendwie niemand Unterschicht sein und Arbeiterinnenschicht sein und jetzt ist es halt irgendwie so hip und irgendwie. Ja, und da bin ich jetzt halt so, dass ich so versuche zu reclaimen und diese Kette wieder angelegt habe. Und jetzt halt so denke, wie peinlich, dass du irgendwie dachtest, dass du das nicht darfst oder weil du irgendwie dann so und so gelesen wirst oder irgendwie dir deine Intelligenz abgesprochen wird, was total klassistisch ist. Ja. Ich glaube, mit dem Bewusstsein und mit dem politischen Bewusstsein bin ich schon so, ja, man reclaim dies, das, kein Problem, ich lasse raushängen, weil ich weiß, mich auch zu verteidigen, ne? Aber ich hatte schon so viele Momente, wo ich mich angepasst habe, und das mache ich immer noch, wenn ich irgendwo in Behörden reingehe. Ich habe sauberste Deutsche, wisst ihr. Ihr würdet denken, wer ist diese Esra? Man kennt sie nicht, so, weißt du? Aber ich habe schon öfter mal das Gefühl gehabt, das merke ich dann vor allem dann, wenn ich dann wieder mit meiner Familie rede oder mit Freunden, dass ich dann versuche, richtig hart zu kompensieren. Ich versuche so richtig hart Kenneck rauszulassen, weil ich das Gefühl habe, dass ich mich hart verleugnet habe in dem Moment. Hattet ihr auch schon mal so einen Moment oder bin ich einfach nur so ein Vogel, der sich so fühlt? Ich finde das voll spannend, weil ich habe das ähnlich irgendwie, dass ich irgendwie weggezogen bin von meinen Eltern und dann irgendwie jetzt in einem ganz anderen Umfeld bin als irgendwie bei mir zu Hause. Also klar, halt so von den Leuten her ähnlich, aber so von so akademischen Abschlüssen und sowas ist es halt so eine komplett andere Welt. Und wenn ich dann wieder zu meinen Eltern und meiner Familie gehe und die ich halt auch liebe, dass ich aber so merke, Alter, mir fällt es so gar nicht auf, wenn ich hier so mit meinen Friends bin und dann halt zu meinen Eltern gehe und merke so, okay, das ist eine ganz andere Welt und man redet halt auch über andere Sachen, was jetzt nicht weniger wichtig ist oder so, aber ich finde, das versuche ich halt irgendwie auch trotzdem noch so beizubehalten, dass man so mit seinen Leuten, ich weiß nicht wie.
Ja, bei mir ist es halt so, also ich habe sehr viele Begriffe, die ich für mich selber einfach irgendwie auch nutze, wo ich auch möchte, dass auch meine Umwelt und die Mitmenschen und so da irgendwie auch drauf achten, auf so korrekte Sprache. Aber oft ist es ja auch, wenn wir so in diesem, ich sag manchmal so akademische Bubble sind, vergessen wir ganz oft auch, dass wir irgendwie auch in einem privilegierten Bubble unterwegs sind und dass halt viele Off-Color oder schwarze Menschen da nicht so den Zugang zu haben. Und ich merke das manchmal auch in Konversation mit meiner Mama, weil die fragt auch ganz oft nach. Also ne, für mich ist es immer so ganz normal, wenn ich jetzt sage Off-Color und schwarz und politisch und so weiter und so fort. Wenn ich mal mit ihr spreche, dann fragt sie nach, was total natürlich ist, wenn du nichts weißt. Also ne, wenn du was nicht weißt, dann fragst du nach. Aber das spiegelt mir auch immer wieder auch, wo ich gerade irgendwie bin oder wo ich oft auch einfach vielleicht auch schon so verfestigte Strukturen habe oder auch so ein Selbstverständnis, was in Ordnung ist, aber nicht immer so inklusiv ist. Ja. Was ist denn dann dein Umgang damit? Also ich glaube, wir werden am Ende noch mal viel tiefer drauf eingehen, wie wir damit umgehen. Aber in diesen Momenten halt, ne, wenn du merkst, okay, irgendwie, ne, wir erfahren halt quasi, wir haben ganz bestimmte Realitäten, aber gleichzeitig merkst du auch, dass wir gewisse Zugang zu Ressourcen haben. Wir haben unsere akademische Bubble. Wir können mit schönen, krassen Wörtern reden, dann sind wir viel mehr anerkannt. Also wie fühlt sich das an, und wie gehst du damit um? Gute Frage. Also ich glaube vielleicht, also bei so engen Menschen wie Familie und Freunde ist das ja natürlich immer einfacher, finde ich, dann wieder auch zu switchen. Und ich glaube auch, meine Eltern haben immer sehr stark auch darauf geachtet, dass wir nicht so abheben. Also, ja, du hast das und das und das geschafft, aber mein Kind, du bist immer noch mein Kind. Und So genau. Erinnere dich daran, wo du herkommst, Genau. Und und dann gibt's aber natürlich auch einfach bestimmte Bereiche in meinem Leben, wo ich einfach auch irgendwie das nutze, um allgemein zu überleben. Also wenn ich jetzt irgendwie diese akademische Sprache ablegen würde auf der Arbeit, dann würde mich halt keiner ernst nehmen, weil schon auch bestimmte Bilder auch mit meinem Schwarzsein projiziert sind und so weiter und so fort. Wenn ich da jetzt anfangen würde zu sagen, so, I don't care, dann wird's halt auch schwierig für mich. Aber das ist ja auch irgendwie quasi wie ein Selbstschutz, oder? Genau. Aber auch irgendwie so ein bisschen, ja, ich würde sagen, so ein bisschen Überlebensmechanismus. Ja. Also, dass man sich da einfach besser, ja, durch den Alltag und durch die Erfahrungen, die man macht, durchboxen kann irgendwie. Voll. Ja. Was macht ihr eigentlich? Ich habe das letztens noch erfahren, da hat ein Kollege zu mir gesagt, dass er in seinem Arbeitsfeld, er selber ist, Kernek hat selber, kommt aus der türkeistämmigen Diaspora und meinte dann so, boah, bei mir auf Arbeit sind so ein paar Brüder, boah, die lassen so richtig diesen Slang, Wallah Billah raus, oh mein Gott, die können sich gar nicht benehmen. Und ich war so, okay, wie vermittle ich jetzt in diesem Moment, dass die Art und Weise, wie seine KollegInnen sprechen, absolut legitim ist und dass dieses sogenannte Slang eigentlich nur eine Varietät ist, so wie ich von Esra, Esra Ayadi gelernt habe, die übrigens wieder Redaktion mit mir gemacht hat. Und dass es eigentlich auch wie nur eine Varietät von der Sprache ist. So, was denkst du dazu, Saboda? Das ist witzig, dass du das sagst, weil wir hatten gestern in diesem wissenschaftlichen Institut, wo ich arbeite, waren wir so ein paar Kanaks, die da arbeiten halt. Da haben wir so gejoked und dann meinten wir so, hey, wir sind die Kanakademics. Ich war so, das war mal ein Kanakademics. Das war mal ein Fall, will ich nur Trademark drauf machen. Copyright gehört. Ja, dann gab's noch Rapidemics, aber das ist egal, das ist viel zu weit. Der eine hat ein Paper nämlich über Rap geschrieben, egal. Auf jeden Fall, was nicht angenommen wurde, egal. Eine andere Story. Aber genau, aber dieses ganze Wallah Billah, Salam Alaikum, keine Ahnung, auch schon allein so von verschiedenen Communities, so die Floskeln und so, ne? Alhamdulillah, keine Ahnung. Also ich meine, was weiß ich, das fließt ja schon teilweise auch in die Sprache der Mehrheitsgesellschaft oder wenn Leute irgendwie cool sein wollen, dann benutzen sie so diese Floskeln und so weiter. Wie finden wir das? Wenn so ein Hans kommt, genau. Sag mal, wie nennt man das? Er sagt, ja, Mashallah. Ja, es ist halt schwierig, weil es dann doch legitim ist, ne? Also bei uns wird es dann
anders gewertet. Aber es kommt doch auch auf die Person an, findet ihr nicht? Also ich habe Freunde, denen würde ich erlauben, wenn sie jetzt so sagen, so, ey, ich würde voll gerne mal deine Haare sehen. Den nehme ich nicht übel. Ich weiß so, das ist so jetzt einfach ein Satz. Aber dann gibt es so diesen einen Menschen, wenn der sagt, ich will deine Haare sehen, dann weißt du, okay, der will mich jetzt von meiner Unterdrückung befreien. Und also ich habe einen Zahnarzt bei mir, also mein absoluter Lieblingszahnarzt, der begrüßt mich mit Salam Alaikum und der ist Tam Alman. Und ich finde das einfach voll witzig, so, weil ich weiß, ich bin nicht der einzige Arab, den er jetzt kennt. Und er benimmt sich so locker und das ist einfach, ich habe das Gefühl, bei ihm ist es mehr Respekt. Und er dreht sich so um und so, ja, guten Tag, Frau Meier, ich komme gleich zu Ihnen. Aber er kennt sich mit, was heißt, er kennt sich aus, er ist mit Arabern groß geworden. Und es ist dann so etwas nicht, er eignet sich jetzt nicht die Sprache an, sondern er appreciated sie und möchte sie jetzt einfach so einbauen, um mir zu zeigen, ey, ich bin willkommen. Aber wie gesagt, es ist von Person zu Person anders. Ja. Ich glaube, Leute, die sich selber so als kritische, also die auch so selber so kritisches Kartoffeltum praktizieren. Ich kann nicht das Kartoffeltum wissen. Dann ist es, glaube ich, cool, weil sie sozusagen das auch selbst reflektiert. Oder nicht nur, auch aus einer guten Intention heraus. So, ja, ne? ja. Irgendwie, ja, genau. Aber es rutscht halt voll schnell in dieses, ich bin jetzt der gute Schwabe oder Deutsche oder whatever, Albanese, den man irgendwie, die Person, also dass sie sich so abheben wollen von dieser Norm und ist so einer auf den so, ich bin jetzt nicht so wie die anderen, ich bin nicht so. Ich bin lieb und nett und gut. Also genau, so, und ich bin, das finde ich halt auch immer so ein bisschen. Boah, aber ich glaube, du hast schon recht. Ich glaube, ich gehe da bei dir voll mit. Ich würde da auch voll die Unterscheidung machen von der Person. Also gucken, wie die Person drauf ist, woher sie kommt. Ich habe auch Freunde, die gar nicht so aus so muslimischen Umkreisen kommen, aber trotzdem diese Wörter benutzen, wo ich sage, wenn jemand, dann du. So, wir sind zusammen aufgewachsen. So, deswegen ist auch immer, ich glaube, es wäre unfair, dann zu verlangen, so, nee, Mann, du darfst einfach nicht. Das ist eine Regel, du darfst nicht. Aber ist die Person auch migrantisch oder whatever? Tatsächlich, ja. Also ich denke jetzt zum Beispiel an eine Person aus der asiatisch-deutschen Community. Aber die Sache ist, diese Person spricht so. Spricht Kenneck. Wird vielleicht selber nicht als Kenneck unbedingt gelesen, aber spricht durch und durch Kenneck. Es ist so die Natur von der Person selbst. Deswegen, wer bin ich, dass ich dann komme, so, deine ganze Identität, leg mal bitte ab. So das geht einfach nicht. Ja, und besonders, wenn man wir haben ja auch so eine geteilte Diaspora-Erfahrung. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir die gleichen Erfahrungen irgendwie alle machen, aber so dieses in der Diaspora leben macht halt schon was mit einem und man hat halt auch nicht alle Begriffe, also ich kann jetzt ja nicht plötzlich irgendwelche Wörter raushauen, die ihr jetzt nicht kennt, aber es gibt so Wörter, die so beliebter sind als irgendwie andere und dann ist es, finde ich, auch voll in Ordnung, wenn so verschiedene migrantische Communities sich so ähnliche Begriffe suchen, um so eine geteilte Erfahrung irgendwie so zu zeigen. Ja. Es stiftet halt auch so ein Gemeinschaftsmoment und auch Gefühl, also egal ob jetzt unter migrantischen Communities als auch mit manchen Leuten aus der Mehrheitsgesellschaft, die vielleicht Rassismus auch schon reflektiert haben oder die vielleicht das irgendwie so als wohlmeinende Geste oder so meinen. Das ist vielleicht dann nicht politisch 100% korrekt, aber es ist trotzdem irgendwie, ich glaube, es ist eine Sache, die mich auch sehr beschäftigt in letzter Zeit, ist so dieses, wenn wir gemeinsam als Gesellschaft leben wollen, funktionieren wollen, wie machen wir das dann so, ne? Und was sind so die Gesten und die Codes und und auch die Körpersprache und so. Das ist auch so eine Sache, wenn aus rassifizierten Communities kommt, so, ne? Dieses mit dem Körper sprechen oder irgendwie überhaupt mehr präsent sein und mehr Raum einnehmen, auch körperlich. Deswegen habe ich jetzt auch viel mehr nach dem ganzen Aktivismus eher so tanzpädagogische Sachen angefangen zu lernen, weil ich das Gefühl habe, so wir müssen alle viel mehr an unserem Körper präsent sein und uns nicht mehr fürchten vor dieser weißen Masse, die uns einfach eliminieren will. Ist einfach so. Und dieses ganze sich kleiner machen, die Stimme kleiner machen. Deswegen, also ich rede auch eigentlich normalerweise sehr leise. Und das ist, glaube ich, auch nicht nur meine Mutter, sondern genau. Fall bloß nicht auf. Genau. Aber das ist auch so dieses internalisierte, ich muss mich unsichtbar halten und so weiter. So, ne? Okay, aber da könnte ich auch gegenargumentieren und wieder sagen, okay, was ist, wenn wir Leute, Geschwister am Tisch haben, die sagen so, ich mache mich kleiner, aber ich weiß auch, dass ich es anders nicht schaffe. Anders würde ich nicht überleben. Ja, klar. Sondern kann ich aber auch nicht hingehen und sagen, so Empowerment, so mach mal breit, trag mal deine Goldkette. Nein, Dicker, ich weiß nicht, was in der Welt die Person lebt. So. Deswegen, ich glaube auch, das ist voll schön, wenn wir an einen Punkt kommen, wo wir sagen, wo wir für uns selber entscheiden, oh cool, Mann, mir ist es jetzt egal, jetzt zeige ich die Goldkette. Hat mich nämlich auch erinnert, meine Namenskette, ich habe sie damals von unserer Tante, meine Cousinen sitzen die auch, denkst du, bist du Rabimmel, da, guck mal, sie rennt die ganze Zeit rum. Von der Tante bekommen und es war damals Standard bei uns, da, wo wir aufgewachsen sind. Und dann war es jetzt eine Zeit lang, war es mega, 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 mega uncool, aber ich habe es halt weiter, war getragen, das ist schon seit Jahren. Was ist das? Soll ich mich abtupfen? Bin ich so dingsglätzt? Achso, okay, warte. Können wir einmal alle haben? Dankeschön.
Eine Sache, bevor ich nämlich zur Fischbowl rübergehen wollte, ist, Isra, du meintest vorhin ganz kurz, dass du zum Beispiel am Telefon bist und dann quasi für deinen Papa sprechen musst oder für deine Eltern manchmal, ne? Hattet ihr schon mal Momente, weil bei mir ist es nicht anders, also meine Eltern können auf jeden Fall kommunizieren, aber bei so krasseren Es geht schneller. Genau. Wenn du machst, geht schneller, fertig. Und es ist kein Stress für sie so links, ne? Wenn du mit deinen Eltern unterwegs bist, oder vielleicht geht's euch ähnlich, habt ihr euch schon mal geschämt dafür, wenn eure Eltern sich nicht perfekt ausdrücken konnten in der deutschen Sprache? Ja. Oh. Ich habe das Gefühl, ich muss heulen. Nee, ich hatte das einmal, als ich so richtig jung war und wir sind so zu McDonald's gegangen, auch so voll classy. Und dann hat mein Vater irgendwas so auf Deutsch gesagt und dann haben ihn so eine Gruppe von so Kids so ausgelacht und das war so voll so, keine Ahnung, es war so richtig Fremdschäden, wo ich so dachte, kannst du nicht einfach unsere Sprache so sprechen? Und ich war so, okay, this is how it feels irgendwie. Ja, voll. Und jetzt bin ich so, oh mein Gott, wie könnte ich mich jemals für jemanden schämen, der so hierher gekommen ist? Wie geht's euch? Boah, sehr emotional gerade. Ich glaube, bei mir war das gar nicht so das Sprechen, aber ganz oft so Kleidung. Also ich liebe ja wirklich so Oberteile und Kleider aus so schwarzen, also so auf afrikanischen Stoffen. Ich könnte eigentlich das ganze Jahr damit rumlaufen. Und als Kind fand ich das aber immer ganz schrecklich, weil ich immer nicht auffallen wollte. Und dann halt diese bunten Kleider irgendwie immer noch irgendwas gemacht haben, dass man da noch mehr drauf guckt. Und das fand ich ganz schlimm. Und deswegen habe ich auch als Teenie früher nie bunte Klamotten getragen. Ich habe immer dunkel getragen. Ich habe immer Khakifarben, dunkelblau, schwarz. Und das könnte ich mir jetzt niemals vorstellen. Ich könnte niemals so ein schwarzes Kleid, alles voll in Ordnung, oder wenn es ein Jumpsuit ist. Aber ich könnte niemals eine schwarze Hose und ein schwarzes Oberteil anziehen. Krass, Mann. Weil ich einfach denke so, ich bin so ein farbenfroher Mensch. Und so ganz viele Jahre habe ich es halt nicht gemacht. Und das fand ich dann. Und meine Mutter hat das immer sehr selbstverständlich gemacht. Oder die Tanten oder die ganzen anderen schwarzen Frauen irgendwie aus der Community. Und ich fand das immer ganz schrecklich, weil ich immer dachte so, nee, dann fällst du auf. Und jetzt ist so, Mama, warum so wenig Farben? Mach mal ein bisschen mehr Farben, was los? Und meine Mutter hat das früher immer auch gesagt, so, ja, du bist doch eigentlich total hübsch und du hast so eine strahlende Haut. Also mich früher auch immer sehr bestärken darin auch. Ja. Und ich fand das ganz schrecklich. Also, aber kann ich mir jetzt gar nicht mehr vorstellen. Ich mache das mit indischen Klamotten zum Beispiel auch nicht. Also ich suche mir ganz, ganz genau aus, wann ich wo in einem Kameez oder Shalwar-Kameez oder so hingehe, weil man dann sofort einfach, also so Statusverlust, so so mehrere Schritte sozusagen, Stufen. Und also gerade auch wenn man ein bisschen mehr curvy ist oder so, ne, und nicht jetzt irgendwie so super cool irgendwie oder keine Ahnung was aussieht, oder das so kombiniert oder so, dann genau, suche ich mir, obwohl die Klamotten mir viel besser passen, ich meinen Körper sich viel freier da drin fühlt eigentlich so, ne, weil es einfach loose ist und es trotzdem voll schön aussieht und voll weiblich auch. Das ist auch ein Thema, was mich super beschäftigt, so dieses als weiblich oder männlich oder nicht oder genderqueer oder so wahrgenommen zu werden, seitdem ich die Haare kurz habe, seit 2 Jahren oder so. Und jetzt trage ich zum Beispiel wieder Ohrringe, das habe ich eine Zeit lang nicht gemacht und ich wurde oft von was weiß ich, auch in irgendwelchen, was weiß ich, arabisch-türkischen Restaurants oder halt auch in der Mehrheitsgesellschaft von meiner Nachbarin zum Beispiel, dachte ich wäre ein Typ. Und also wenn ich so Jogginghose und so weiter anziehe, dann und kein Make-up trage und so, dann bin ich, dann ist man, wenn man ein bisschen so heavy ist, dann sofort schon so ein bisschen so in die Agender-Kategorie. Und ich kenne das zum Beispiel gut aus der Zeit, in der ich habe 8, 9 Jahre Kopftuch getragen, als ich in Bayern groß geworden bin. Und das hat mich an die Zeit erinnert, weil da auch so ein ganz starkes so, du wirst gar nicht also du bist sozusagen, du passt nicht in dieses super weibliche oder super männliche. Entweder du bist so total exotisiert und bist du so, wow, die verschleierte Frau irgendwie. Oder du bist halt so nicht sichtbar, nicht interessant, nicht so, ne? Warum sollte man überhaupt mit dir reden, mäßig? Und das ist halt auch krass, wie sich das wieder geändert hat, nachdem ich das Kopftuch abgelegt habe und dann sozusagen, wie sich dann die Türen geöffnet haben, da Praktikum machen, hier Praktikum machen, dies, das, Ananas, so, ne, also alles gar kein Problem.
Und dann später so dieses männlich-weiblich. Und das finde ich schon krass in Deutschland, dass es so, das habe ich zum Beispiel, als ich in London studiert habe, nicht gehabt. Da hatte ich das Gefühl, ich habe viel mehr so Möglichkeiten, so mich verschiedenstartig auszudrücken. Ich werde auch viel mehr gesehen. Es gibt indische Frauen mit kurzen Haaren, so. Ja. Es gibt überhaupt deutsch-indische Frauen, so, ne? Ja. Und hier ist es so, ja, keine Ahnung, so zwischen Refugee und Ausländer, so, ja. Ja, Gut, keine Ahnung, so. Und das in der dritten, vierten, Ja. 5000. Generation, Ja. wo ich mir auch denke, so, wacht mal auf, so, ne? Und Ja. nur noch ein Punkt zu dem Wissenschaftlichen auch, weil du vorhin von akademischer Sprache gesprochen hast. Ich würde nochmal vielleicht auch ein bisschen unterscheiden zwischen so einer politischen, aktivistisch-akademischen Sprache, die auch sehr englischlastig ist und so, ne, die viele aus unseren Communities nicht zugänglich ist. Und dann habe ich jetzt neuestens auch das Deutschwissenschaftliche kennengelernt. Das ist nochmal ein ganz anderer Headfuck. Mindfuck, weil ich da zum Beispiel auch immer wieder struggle und immer das Gefühl habe, das ist das erste Mal in meinem Leben, ich war immer sicher im Deutschen, das ist das erste Mal in meinem Leben, wo ich das Gefühl habe, so, ich spreche nicht ordentlich genug Hochdeutsch, weil ich nicht wie aus einem Buch spreche sozusagen, ne? Oder halt zu nah, zu lebensweltlich, wie sie es immer so schön nennen. So, ne? Also es ist richtig absurd, was da so passiert und das ist schon ein Struggle auf jeder Ebene, wo man sich weiterkämpft und weiter reinkämpft und das versucht man dann zu kompensieren, also gerade wenn man in Neukölln lebt lange Zeit, dann also habe ich auch wieder angefangen, mehr so Kanakisch zu reden und dann, wenn ich nach München gehe und meine Family besuche, dann ist es dann wieder so ein Ausgleich, aber man fühlt sich immer irgendwie so, als ob man nicht so ganz richtig, genau, oder irgendwie so irgendein Teil fällt immer weg. So, ne? Du kannst es denen aber auch nie recht machen. Also wenn du jetzt, entweder bist du denen zu ausländisch oder dann bist du plötzlich vorbildlich integriert und machst dann gleichzeitig ganz viele andere schlecht, bloß weil du dich jetzt auf ein anderes Level stellst und sagst, okay, ich rede jetzt hier akademisch Deutsch. Und dann kann halt jemand wie deine Mutter vielleicht nicht mitziehen und dann musst du jetzt so für beide andere Sprachen sprechen. Ich finde das einfach richtig schlimm. Deshalb ich persönlich habe aufgegeben, jetzt einen Leuten oder einer Gruppe von Menschen das jetzt recht zu machen, weil irgendwo gehst du dazwischen verloren. Und letztendlich gibt es immer irgendjemand, der was dagegen hat. Also beim Äußerlichen, wie beim Sprachen, wie beim Aussuchen der Gesprächsthemen ist immer so, okay, redest du jetzt darüber, weil du Hijabi bist? Oder ich würde jetzt voll gerne deine Meinung dazu wissen. Wie ist das denn jetzt in der Türkei? Und du so, ich bin keine Türkin. Und es ist also ich finde das einfach voll schade, dass voll viele von uns sich in dieser Position sehen. Ich muss mich jetzt rechtfertigen. Ansonsten mache ich es jetzt anderen schlecht oder gut. Und es ist überfordernd. Ja, ich glaube, das meinte ich auch mit so einfach in seinem Körper und in seinem Sein präsent sein. Ja. Ich glaube, so verdrängen wir am meisten so dieses Allmanntum. Gefährlich. In der Fishbowl sind 4 Situationen, einfach fiktive Situationen, die wir reingeschrieben haben mit Shine Esra. Und ich würde einfach mit dir anfangen, Isra, mach einfach, übrigens, Isra, was los? Ich gehöre zum Club, Mann. Aber meine Eltern haben den ersten Buchstaben ein bisschen verkackt. Okay, Jenny wünscht sich, dass ihre kleine Schwester endlich mal von ihrem Hippie-Trend abkommt und nicht mehr mit dem Afro und ohne BH rumläuft. Immerhin ist die Kleine gerade auf Jobsuche und muss professionell wirken. Geht ihr da mit? Würdet ihr auch so reagieren wie Jenny? Oder würdet ihr sagen, auf gar keinen Fall, meine kleine Schwester darf machen, was sie will? Ich glaube, die Frage geht auf jeden Fall an dich, weil da geht es auch um Afrohaare. Ich wollte gerade sagen, also schwierig. Ich bin ja eigentlich mein ganzes Leben, also eigentlich mehr als mein halbes Leben bin ich nicht mit Afro rumgelaufen. Ich habe die früher mal chemisch geglättet, bis vor 8 Jahren. Dann sind die haben die auch angefangen, sind die auch rausgefallen teilweise und so weiter. Und das war auch erst so der Zeitpunkt, wo ich mich eigentlich so damit auseinandergesetzt habe, warum ich eigentlich auch so körperschädende Prozeduren mit mir durchmache, um halt schön zu sein. So, das war so der erste Gedanke. Also eigentlich eine Schmerzerfahrung, die mich überhaupt erstmal dazu gebracht hat, darüber zu reflektieren, warum ich das mache. Mittlerweile muss ich echt sagen, I don't care. Also ich arbeite hier auch Teilzeit an der Uni und da bin ich von Anfang an mit Afro hingegangen. Ja. So, und ich denke mir auch, vor allem auch, wenn man irgendwie bei einem Bewerbungsgespräch ist und die Leute nehmen einen, dann nehmen die einen ja auch offensichtlich mit dem, wie man da angekommen ist. Ne? Also nicht nur. Ich finde es auch immer sehr schwierig zu sagen, der Afro
mindert irgendwie Professionalität oder ne, das, was man an Skills irgendwie kann. So. Ja. Und von daher, wenn die Leute sich für mich entscheiden, dann bin ich da. Und dann bin ich auch da mit dem, was ich mitbringe und wie ich halt aussehe. Ne? Nichtsdestotrotz kann ich das auch verstehen, wenn es aber auch vor allem auch Schwestern in der Community gibt, die dann aber auch sagen, so sind vielleicht aber auch in irgendwie prekären Arbeitsverhältnissen und wo sie sich das nicht leisten können, irgendwie zu sagen, so wir gehen mit Afro raus oder ne, wir gehen zum Arbeitsplatz, weil das irgendwie Konsequenzen haben könnte für sie oder ihre Lebensexistenz tatsächlich auch. Das ist auch nachvollziehbar. Für mich persönlich ist es aber so, ich bin so und ich gehe hin und ja. Und es gibt einfach andere Dinge, die mich qualifizieren. Also es ist zwar Teil von meiner Identität und auch von meinem Äußeren, aber es ist nichts, was mir Professionalität irgendwie absprechen kann. Ja. Zieh gerne die zweite Story. Ja. Ich wollte gerade sagen, welche zweite Story? So. Fatima sagt immer wieder zu ihrem Bruder, dass er sich anständig anziehen soll, da er schon zweimal in dieser Woche von der Polizei angehalten wurde. Sie hat Angst um ihn, er zieht aber weiterhin eine Jogginghose und einen Hoodie an. Sind halt immer verdachtsunabhängige Kontrollen. Da sagen die ja so, auch am Flughafen, wenn du so rausgewunken wirst, so, ja, ich muss sie mal kurz hier hinten am Kopftuch durchfassen. Und vor dir geht so eine so mit Backpack und Reisetasche, geht sie so durch, aber niemand fragt sie so, woher sie kommt, wohin sie will, was ist ihre Mission. Ich glaube, dass man sich nie richtig darauf vorbereiten kann. Ich, wie alle wahrscheinlich, bin groß geworden mit Will Smith und Prince of Bel-Air. Und da gab es ja auch diese eine Folge, in der Carlton dann gefragt hat, ey, wurden wir jetzt angehalten, weil wir jetzt wirklich zu schnell waren. Und er dann halt, es war dann so dieser Plot-Twist, das erste Mal mit Rassismus, Racial Profiling konfrontiert worden ist. Und ich glaube, dass man, wie gesagt, du kannst es niemandem recht machen. Also, wenn so einer wie Carlton, der grau ist, rausgezogen wird, dann kannst du auch nicht als Methodi jetzt dich rechtfertigen. Wenn du einen Polizisten hat, der einfach diese Nähe, diesen Instinkt hat, ich mach den jetzt fertig. Ich habe den gesehen, das ist so ein Schwarzkopf, ich mach den jetzt fertig. Der wahrscheinlich Araber, Nafri, wie so am Kudamm so oft der Fall ist, dann wird's ihn nicht interessieren, was arbeitet der, hat er sein Auto selbst gekauft, ist geleast oder nicht, der macht den einfach fertig. Und da kannst du nichts machen, weil ähnlich wie in Köln ist ja so die Sache gewesen, da am Bahnhof, dass wenn du das richtige Team an Polizisten hast, so wenn du im richtigen Team bist, dann werden die hinter dir stehen, dann wird's halt so aussehen, so, ja, der ist durchgerannt, der hat Allahu Akbar geschrien. Oder der Schwarze, der war verdächtig, der hat jetzt an die Tasche gegriffen und da scheint was dran zu sein. Ich glaube, ich habe den einen jetzt gefunden. Und deshalb, ich wünschte, es gäbe so eine Anleitung, wie man richtig damit umgehen kann. Aber es scheint, dass wir immer noch an einem Punkt sind, wo du nichts machen kannst. Du bist machtlos. Du kannst so viele Demonstrationen machen, wie du möchtest. Letzten Endes sitzen leider Leute am Steuer, denen das voll egal sind, die sich weiter von Serien wie Homeland oder dummen Arab-Bomb-Pranks auf YouTube bilden lassen und dann sagen, okay, der läuft mit einer Abaya rum. Okay, der ist entweder, hat er 4 Frauen und ihm geht's super, oder der hat eine Bombe jetzt unter dem Kleid. Und ich finde, was da auch voll schnell passiert, ist so Täter-Opfer-Umkehr, dass so uns die Schuld gegeben wird. Wir hätten das und das und das und das machen sollen, damit das und das nicht passiert. Und anstatt halt irgendwie so die Kritik an so Institutionen zu richten oder was auch immer, kommt dann so, ach ja, stimmt, das war jetzt meine Schuld, oder das war mein Cousins Schuld, weil er jetzt irgendwie eine Jogginghose anhatte oder sowas. Und das finde ich voll gefährlich bei diesen, dass da irgendwie so mit Tipps so rumgeworfen wird. Aber I don't have a suggestion, weil das ist halt so, ich finde besonders so männliche oder Personen, die halt irgendwie so, männliche Typen, die halt irgendwie nochmal eine andere Art von Rassismus konfrontiert sind, als zum Beispiel wir, die dann irgendwie, oder du hattest ja vorhin auch nochmal von deinen Erfahrungen erzählt, aber da kann ich jetzt persönlich auch nicht so richtig mitsprechen, wenn ich da irgendwie den ich in die Erfahrung irgendwie reindenken sollte. Magst du die dritte Story ziehen? Voll gerne.
Amina ist 12 und möchte einen Hijab anlegen. Ihre Eltern sind dagegen, da sie gesellschaftliche Konsequenzen befürchten und drängen sie dazu, dass sie keinen Hijab anlegt. Fun Fact, woran mich das erinnert, ich war vor ein paar Monaten in der Schule für so eine Berufsorientierung, quasi mit meinen Arbeitgebern drüben. Da machen wir einen YouTube-Kanal. Und das waren alles so Kiddos, Youngsters, ne, so zwischen 15, 17 und 18. Die Mädels sind hinterher alle zu mir gekommen. Wisst ihr, was die Hauptfrage war? Esra, ich will Kopftuch tragen, aber würdest du mir das empfehlen? Das ist das, was die Mädels beschäftigt. Und ich muss ehrlich sagen, es ist schwierig, die Frage zu beantworten. Ich könnte ihnen sagen, nein, trag einfach. Du wirst schon einen Weg finden. Das kann ich nicht garantieren. Was denkst du, Saboda? Ich musste irgendwie lachen bei der Frage, weil also mein Vater ist Sikh, also die mit den Turbans, ja. Und meine Mutter ist Muslima, beide aus Indien. Sind auch nicht mehr zusammen, ist auch so ist nicht so einfach. Aber genau, und dadurch, als ich dann mit 12 gesagt habe, noch bevor meine Mutter angefangen hat, Kopftuch zu tragen, meinte ich dann zu meinem habe ich so angefangen zu tragen und hat mein Vater mich gesehen zum ersten Mal mit dem Kopftuch und er ist so, oh Gott, nein, mach das nicht und das wird so schwierig für dich dann in der Schule und so weiter, so, ne, auch aus einer nicht-muslimischen Perspektive und dann bei denen ist nämlich, also bei Muslimen ist Alkohol und so total verboten und halt so, ne, Hijab spielt halt eine Rolle und bei denen ist halt eher der Turban der Männer und Zigaretten sind so voll verpönt und man darf die Haare nicht schneiden. Und ich habe jetzt einfach in beide Richtungen total verkackt. Und fand es nur so lustig, dass ich dachte so, okay, Hijab auf der einen Seite. Dann mein Vater sagt so, nee, mach das in Deutschland nicht. Dann später schneide ich meine Haare und er ist so fassungslos und ist so, du hast uns verraten, blablabla mäßig. Und genau, das ist irgendwie so, ja, das ist auch irgendwie so eine Art und Weise, wie das alles so zusammenkommt. Und ja, natürlich, also ich meine, ich merke natürlich auch total das Privileg, seitdem ich es nicht mehr trage und auch als Inderin und nicht irgendwie als Araberin oder so. Also wenn man mich nicht weil ich so viele arabische Wörter benutze, so als irgendwie elitäre Inderin oder so wahrnimmt, was ja auch nicht der Fall ist, weil ich auch, keine Ahnung, auf Hartz IV groß geworden bin und all diese Sachen, die halt in der deutschen Gesellschaft überhaupt nicht vorkommen, so, ne, wenn es irgendwelche armen Menschen gibt, dann sind es natürlich immer die armen weißen Deutschen, am besten so, keine Ahnung, aus bestimmten strukturell marginalisierten Regionen in Deutschland oder sowas. Aber so wir, die irgendwie in Städten, auch die in Städten groß geworden sind und die irgendwie, keine Ahnung, sich geschämt haben wegen ihren Aldi-Sneakern oder so. Ja, keine Ahnung. Also sowas wird halt überhaupt nicht thematisiert, so, ne? Und genau, und wenn ich aber, also es ist natürlich ein Privileg dann also nicht arabisch, nicht muslimisch, nicht all diese Sachen wahrgenommen zu werden, ist auf jeden Fall, öffnet einem andere Töne in der Gesellschaft und das kann eigentlich nicht sein. Und was ich noch sagen wollte, ist, diese Leute, die irgendwelche wissenschaftlichen Theorien in die Welt setzen, von wegen, dieses Kopftuch ist okay und dieses Kopftuch ist Terror und dieses Kopftuch ist AKP und dieses Kopftuch, also diese Theorien können wir bitte zu Hause lassen, weil das bringt uns überhaupt nichts. Weil die Deutschen lesen das und sind so, oh, so funktioniert das bei denen. Ja. Ich bin so, Digga, nein. Dann redet man einfach mit den Menschen so, ne? Ja. Wir müssen tatsächlich auch schon zum Ende kommen. Ich würde voll gerne einfach noch eine letzte Runde nutzen. Was würdet ihr da draußen den ZuschauerInnen und unseren Publikumsgästen, die heute alle hier sind, so mitgeben? Ich merke auch, ihr seid auch nicht, da ist keine von euch da, die sagt, okay, auf jeden Fall immer gegen oder auf jeden Fall immer schützen. Aber was wäre denn so eine Sache in einem kurzen Satz, was ihr den Leuten mitgeben könnt, was ihr für euch gelernt habt oder was für euch eine Strategie ist, wie ihr mit solchen Sachen umgeht zum Thema, sehe ich richtig aus, spreche ich richtig? Ich glaube, ganz wichtig ist immer auch, Bündnisse zu bilden, also mit Menschen, die gleichgesinnt sind, Menschen, die vielleicht auch dieselben Erfahrungen machen, dass man sich auch irgendwie bestärken kann, weil man eben dieselben Erfahrungen macht und irgendwie sich dann mehr vielleicht auch mit identifizieren kann, irgendwie besser durchzukommen. Community suchen. Ja, was sagst du? Ich wollte auch genau das Gleiche sagen und sich halt auch so verletzlich irgendwie zeigen und auch den eigenen Prozess irgendwie so immer wieder zu reflektieren und zu gucken, hey, wo war ich, was habe ich irgendwie so erlebt und kann ich das mit Leuten irgendwie besprechen und
das halt irgendwie auch aufarbeiten, weil ich glaube auch daran, dass wir alle so intergenerational Trauma mit uns irgendwie bringen. Also dass halt alle Erfahrungen, die unsere Familien gemacht haben, machen wir irgendwie auch irgendwie mit unserem Körper irgendwie durch. Deswegen so Healing auf jeden Fall, so voll großes Thema. Und es startet mit dem Weinen, oder? Ja. Oder halt auch voll viel lachen und laut sein. Also ich bin all for that immer. Und so Räume einnehmen, so wie du es jetzt irgendwie auch machst oder ihr alle irgendwie macht. Das ist irgendwie so krass auch und empowernd irgendwie zu hören. Und einander irgendwie so Lob aussprechen, finde ich so super wichtig auch. Und so anzuerkennen, ey, wie krass ist diese Person einfach irgendwie. Ja, das ist so. Healing. Ja. Ist da. Das ist voll die schwere Frage eigentlich. Die Sache ist ich habe mich also mein Problem war immer, dass ich einen Migrationshintergrund habe, zufällig dann noch Arabisch, was ab so 11. September ein bisschen schwierig wurde, so in der weißen Gesellschaft. Dann noch muslimisch, was dann nochmal doppelt Daumen runter war. Und dann war ich in meiner Jugend halt noch dick. Also jeder hatte einen gerechtfertigten Grund, jetzt so auf mich zu zeigen, sozusagen. Das Mikro fällt ständig runter, krieg dein Leben unter Kontrolle. Souverän. Ich bin Impro-Talent, ne? Nee, also es gab immer irgendeinen Grund zu sagen, ey, mit der stimmt was nicht. Und ich glaube, dass was ich Freunden, meinen jüngeren Geschwistern und jüngeren Leute, die einfach zugucken, einfach mitgeben kann, ist experimentieren. Auf jegliche Art und Weise und konzentriere dich auf eine Baustelle. Sprich, wenn du jetzt das Gefühl hast, du bist unzufrieden mit deinem muslimisch Sein oder mit deinem dick Sein oder mit deinem was auch immer, was andere Leute dir jetzt absprechen, das ist nicht gut, dann konzentriere dich auf die eine Sache und überleg, bist du damit unzufrieden oder sind die Leute um dich herum unzufrieden und machen es dir einfach kaputt? Und ich glaube, jeder hat andere Probleme und also auf anderen Wegen laufen wir alle trotzdem zum gleichen Ziel und du musst halt nur diesen Weg finden. Deshalb ist es einfach nur wichtig zu gucken, okay, wo ist die Schnellstraße? Komme ich da hin? Oder nehme ich lieber Umweg, sehe hin und wieder ein paar Berge, ein paar Ziegen und habe trotzdem Time of my life und genieße einfach. Wo kamen die Ziegen jetzt her? Ich weiß nicht. Wenn du nach Ahrensfelde rausfährst. Geil. Sabuda, für dich der letzte Satz. Ja. Genau, ist auf jeden Fall eine sehr tiefe Frage. Und ich würde es da mit meiner kleinen Halbschwester halten. Die ist immer sehr frech und blickt immer alles so ganz schnell durch und gibt immer schnell freche Antworten. Ich glaube, das ist eine gute Haltung. Aber eben auch so dieses strategische. Also ich sehe das auch ganz stark so, wenn wir sozusagen Fuß fassen wollen, da sein wollen, Präsenz zeigen wollen, dann müssen wir zum einen für unsere spirituelles und so eigene innere Heilung einfach in uns selbst zufrieden sein und also okay sein damit, dass wir so sind, wie wir sind und auch aus einer feministischen Sicht so, ne, also egal ob Körperflüssigkeiten oder einfach da, weißt du, so große Brüste haben oder keine Ahnung, ist scheißegal, also so just accept and love yourself, aber gleichzeitig auch natürlich mit dem Wissen, dass wir uns in einer weißen rassistischen Gesellschaft bewegen und auch in sexistischen Strukturen in unseren Communities und außerhalb, dass wir einfach gucken, okay, wo kann ich wie strategisch auch manchmal performen, das sagt die Gender-Theorie auch so, ne, und wie kann ich dann auch zu meinen Zielen kommen, weil ich glaube, die haben wir auch alle und wir haben auch ein Recht darauf. Ja. Und das, wir sind halt einfach Masters of Disaster und Translation so, ne? Also so, wir können die ganze Zeit switchen und wir sind eigentlich super, super overskilled, was das angeht. Ich auch so. Ja. Yes! Schönes Schlusswort. Wow. Strategie, Community, Healing, in Babyschritten arbeiten und experimentieren. Ich würde auch sagen, Zeit. Das ist alles, ich gebe bei euch allen mit und mit der Zeit einfach nur gucken und rausfinden, was das Richtige für einen ist. Ich freue mich übertrieben, dass ihr reingekommen seid. Voll das schöne Thema. Danke, dass du dich so verletzlich gezeigt hast. Das ist sehr, sehr schön. Ich hoffe, dass wir mit unseren Shows auch irgendwie eine Diskussionskultur mit beeinflussen können, dass es okay ist, dass wir über schmerzhafte Sachen sprechen können. Und dass es wichtig ist, dass wir über diese Themen sprechen. Ihr seid Bombe. Ich küsse euch. Und das Team, ihr seid Bombe. Give yourself a round of applause. Beste Team. Hier ohne mein Team. Seid Bombe. Wow.
euch gekommen. Ciao.